Hallo liebe Geschichtsfreunde und Freundinnen. Ich freue mich, euch im Taifons Geschichtskanal zu begrüßen. Wie in allen meinen Videos versuche ich auf wissenschaftliche Genauigkeit zu achten. Ihr habt die Möglichkeit, Einfluss auf meinen Kanal auszuüben, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt und Wünsche äußert. Ich versuche dann im Einzelnen darauf zu antworten. Ob ich es immer schaffe, kann ich euch nicht versprechen. Des Weiteren könnt ihr mit einem Abo mich unterstützen. Eine weitere Unterstützung wäre, wenn ihr alle meine Videos immer bis zum Schluss anschaut. Ich habe Untertitel in folgenden Sprachen übersetzt: Deutsch, Türkisch und bei einigen auch Englisch. Wenn es noch nicht vorliegt oder fehlerhaft ist, geht davon aus, dass ich noch nicht die Zeit gefunden habe, sie ordnungsgemäß zu übersetzen oder zu bearbeiten. Der YouTube-Algorithmus achtet sehr darauf. Al-Shawirizmi oder latinisiert Algorithmi lässt grüßen. Für diesen großartigen persischen Mathematiker habe ich geplant, ein eigenes Video zu drehen und seinen historischen Einfluss zu würdigen. Nun zur Geschichte der Betriebswirtschaftslehre. Ich beginne mit der Definition der Betriebswirtschaftslehre von heute. Betriebswirtschaftslehre ist eine Wissenschaft, die sich mit der Analyse, Planung, Führung und Kontrolle von wirtschaftlichen Prozessen in Unternehmen und Organisationen beschäftigt. Sie umfasst Themen wie Management, Finanzen, Marketing, Personalwesen und Logistik. Und wer es besonders kompliziert haben möchte, von Günter Wöhr. Das Gleiche heißt bei ihm, dass die Aufgaben der Betriebswirtschaft alles wirtschaftliche Handeln, das sich im Betrieb vollzieht, zu beschreiben und zu erklären und schließlich aufgrund der erkannten Regelmäßigkeiten und Gesetzesmäßigkeiten des Betriebsprozesses wirtschaftliche Verfahren zur Realisierung praktischer betrieblicher Zielsetzung zu entwickeln. Wie sind wir zu diesen Definitionen gekommen? Die Geschichte der Betriebswirtschaftslehre, von der nur wenige Zeugnisse erhalten geblieben sind, reicht zurück bis zu den um 2000 vor neuerer Zeitrechnung in den Büchern der Lebensweisheiten mehrerer Pharaonen erwähnten Handelsschulen Ägyptens, in denen Schreiben, Rechnen, Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Reiseplanung unterrichtet wurden. Die ersten uns bekannten Schriften zur Betriebsführung, also den Europäern, aus der Antike, Xenophon, schilderte um 380 vor neuerer Zeitrechnung in seinem Oikonomikos das Prozedere des Getreidehandels, die Qualitätssteigerung der Produktion durch Arbeitsteilung und das unternehmerische Gewinnstreben. Es wird auch dargelegt, dass er Mikro- und Makroökonomie erklärt hat, statt Betriebswirtschaft. Aristoteles beschrieb um 350 vor neuer Zeitrechnung in seiner Lehrschrift über Haushaltung in Familie und Staat ebenfalls die Gewinnorientierung der wirtschaftenden Haushaltung und forderte ihre jederzeitige Solvenz sowie eine ausgeglichene Risikoverteilung. In seinem Werk der Re Rustica postulierte der Römer Columella im 1. Jahrhundert ein Controlling mittels Benchmarks, zum Beispiel im Weinbau, eine ewige Rente von 6% pro Jahr. Wie wir gerade gehört haben, lassen sich die Wurzeln der Betriebswirtschaftslehre bis ins antike Rom und Griechenland, ja sogar noch älter zu den Ägyptern zurückverfolgen, wo bereits grundlegende Aspekte der Buchführung und Ressourcenplanung praktiziert wurden. Im Mittelalter legten in Europa Kaufleute und Handwerker den Grundstein für moderne Geschäftstätigkeiten.
Allerdings begann die systematische Erforschung von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen erst im 19. Jahrhundert. Wir dürfen die Veröffentlichung des Syrers Sheikh Abdul el-Fadl Ghaffar Ben Ali et-Dimiski, ein singender Name, wunderschön, das Buch über die Schönheiten des Handels im 12. Jahrhundert, nicht vergessen. Darin erklärt er die Entstehung des Geldes, stellte eine Warenkunde zusammen, beschrieb die Warenkalkulation und begründet das Zustandekommen der Preise durch Angebot und Nachfrage. Nicht Europa war der Mittelpunkt von Angebot und Nachfrage. Kurz darauf, so im Jahr 1202, veröffentlichte der aus Pisa stammende Mathematiker Leonardo Fibonacci, kennen wir ja alle, ein Rechenbuch, mit dem er das aus Indien über Bagdad nach Italien gelangte dezimale Zahlensystem erstmals in italienischer Sprache vorstellte und mit Beispielen aus dem Wirtschaftsleben veranschaulichte. Die Veröffentlichung hatte erheblichen Einfluss auf die europäische Kaufmannschaft, die mit den indischen Zahlen, Dezimalsystem, ihre Geschäfte besser quantifizieren und Entscheidungen rechnerisch leichter nachvollziehen konnten. Die scholastische Wirtschaftslehre, also die Denkweise und Methode der Beweisführung, begann mit Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert, der allerdings kein ökonomisches Buch hinterlassen hat, sondern nur über sein Gesamtwerk verstreute wirtschaftstheoretische Aussagen macht. Thomas von Aquin bejahte die Notwendigkeit des Handels unter der Bedingung, dass er dem Ausgleich mangelnder Waren zwischen Stadt und Land dient. Außerdem entwickelte er die Lehre des gerechten Preises für beide Tauschpartner und beschäftigte sich mit der Handelsspannung. Für Thomas von Aquin besitzen alle Güter einen immanenten inneren Wert, nicht jedoch Geld, das nur einen aufgepropften Wert besitzt. Es ist nur Tauschmittel. Geldzins wird deshalb als Wucher verworfen. Interessanterweise kann man vieles mit anderen Worten beim Hammurabi-Kodex nachlesen und der ist fast 4000 Jahre alt. Weiter führt das Werk von Bernhardin von Siena, so 14. und 15. Jahrhundert, der den europäischen Handel durch die Arbeitsteilung gerechtfertigt sah und ihn als Arbeitsleistung und Risikoübernahme verstand, die zu entgelten seien. Für Antonio von Florenz, auch so 14, 15 und deutlicher noch für Antonio Maria Venusti, 16. Jahrhundert, waren der Preis das Ergebnis von Angebot und Nachfrage und die Handelsspanne durch die Kosten gerechtfertigt, welche der Handel verursacht. Jedenfalls solange das darin enthaltene Entgelt des Händlers einem vernünftigen Zweck zugeführt wurde, zum Beispiel dem Unterhalt der Familie und einer standesgemäßen Lebensführung. Als Begründer der Handlungswissenschaft in Europa, andere wissenschaftliche Darlegungen oder Veröffentlichungen sind durch die Kolonisierung anderer Völker vernichtet worden, gilt der Franzose Jacques Savary, der im Jahr 1675 das erste bekannte, systematisch gegliederte Lehrbuch zur Betriebswirtschaft veröffentlichte. Der perfekte Händler. Darin fasste er das gesamte kaufmännische Wissen seiner Zeit zusammen, beschrieb das Handelsgeschäft und die damit verbundenen Risiken und schlug unter anderem vor, zur bilanziellen Bewertung des betrieblichen Vermögens das Niederswertprinzip anzuwenden und vor dem periodengerechten Abschluss transitorische Posten vorzusehen. Etwa
18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Anfänge der Betriebswirtschaft als Disziplin können bis zum 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Als erste Ansätze einer systematischen Betrachtung von wirtschaftlichen Abläufen in Unternehmen auftauchen. Diese Verständnis dieser wirtschaftlicher Prozesse ist eigentlich in Adam Smiths Werk Der Wohlstand der Nation zu erkennen, nachzulesen, die aber eher volkswirtschaftlich gemeint war. Ende des 19. bis Anfang des 20. begann das wissenschaftliche Management. Und zwar Frederick Winslow Taylor gilt als einer der Pioniere des wissenschaftlichen Managements. Seine Arbeit konzentrierte sich darauf, Arbeitsprozesse zu optimieren und die Effizienz in Unternehmen zu steigern. Taylor entwickelte die Zeitstudie und die Einführung von Anreizsystemen, um die Arbeitsleistung zu maximieren. In den 1920er und 1930er Jahren entstand die sogenannte Human Relation Bewegung als Reaktion auf die mechanistische Ansätze des wissenschaftlichen Managements. Forscher wie Elton Mayo führten Studien durch, die die Bedeutung sozialer und psychologischer Faktoren am Arbeitsplatz betonten. Diese Bewegung trug zur Entwicklung eines humanen und sozial orientierten Ansatzes im Management bei. Die Entwicklung der Managementtheorie in den 1930er bis 1950er Jahren. In dieser Periode wurden verschiedene Managementtheorien entwickelt, die sich mit verschiedenen Aspekten des Managements befassten. Henri Fayol präsentierte grundlegende Managementprinzipien, während Max Weber die bürokratische Organisation untersuchte. Weitere Beiträge kamen von Douglas MacGregor mit seiner Theorie X und Theorie Y sowie von Chester Barnard mit seiner Theorie der Organisation. In der Geschichte der Betriebswirtschaftslehre lassen sich zahlreiche Meilensteine identifizieren, die das Fachgebiet revolutionierten und zu seinem heutigen Verständnis beitrugen. Hierzu zählen sowohl die Entstehung grundlegender Managementtheorien als auch die Anpassung der Betriebswirtschaftslehre an die Herausforderungen von Digitalisierung und Globalisierung. In den 1950er und 60er Jahren gewannen systemische Ansätze und quantitative Methoden im Management an Bedeutung. Managementtheoretiker wie Ludwig von Bertalanffy entwickelten die Systemtheorie, um komplexe Organisationsstrukturen zu analysieren. Gleichzeitig wurden quantitative Methoden wie lineare Programmierung, Operationsforschung und Management-Informationssysteme in Unternehmen eingeführt, um Entscheidungsprozesse einfach zu verbessern. Die Betriebswirtschaftslehre hat sich im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelt, um den wechselnden Anforderungen und Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Besonders wichtige Innovationen und Veränderungen betreffen unter anderem die Entwicklung neuer Managementtheorien, die zunehmende Digitalisierung und die Anpassung an globale Herausforderungen. Hier meine Wiederholung der Definition. Die Betriebswirtschaftslehre ist eine Wissenschaft, die sich mit der Analyse, Planung, Führung und Kontrolle von wirtschaftlichen Prozessen in Unternehmen und Organisationen beschäftigt. Sie umfasst Themen wie Management, Finanzen, Marketing, Personalwesen und Logistik, um vor Augen nochmal zu haben, was jetzt kommt. Die Betriebswirtschaft als wissenschaftliche Disziplin wurde nicht von einer einzelnen Person erfunden, sondern entwickelte sich im Laufe der Zeit aus verschiedenen Quellen und Einflüssen. Wie wir wissen, reichen die Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurück, als sich erste Ansätze einer systematischen Betrachtung von wirtschaftlichen Abläufen in Unternehmen abzeichnen. Allgemein wird der Beginn einer systematischen und wissenschaftlich betriebenen Betriebswirtschaftslehre auf das Jahr 1902 datiert. Für eine einheitliche Begriffsverwendung sorgte 1929 der Betriebswirt Erwin Geldmacher.
der unter anderem die noch heute gültige Unterscheidung und Abgrenzung der Grundbegriffe wie Aufwand, Erfolg, Erlös, Ertrag, Leistung und Kosten vorschlug. Später kam es zu einer in die Geschichte eingegangenen Diskussion über das generelle Wesen und die zentralen Bezugspunkte der Betriebswirtschaftslehre, welche 1952 im eigentlichen Methodenstreit in der Betriebswirtschaftslehre zwischen Konrad Milarowitsch und Erich Gutenberg gipfelte. Der Streit erfolgte über den Bezug zum Wirtschaftssystem, die Stellung zur Volkswirtschaftslehre, die wissenschaftliche Methodik, das Erkenntnisobjekt, den Praxisbezug, die betrieblichen Ziele sowie schließlich über die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre als normative, also auf ethische und praktische Norm gerichtete oder andererseits wertfreie, rational-theoretische Wissenschaft. Das Fach wurde als kaufmännische Betriebslehre, Handelswissenschaft, privatwirtschaftliche Lehre, Einzelwirtschaftslehre und Handelsbetriebslehre geführt, bevor sich die Bezeichnung Betriebswirtschaftslehre seit den 1920er Jahren durchsetzt. Soweit die kurze historische Momentaufnahme der Betriebswirtschaftslehre. Natürlich möchte ich noch weitere Videos über die Entwicklung der Betriebswirtschaft durch Heinrich Nicklich, der den Betrieb nicht nur über die Ergiebigkeit des Einsatzes der Bestandteile sah, sondern eher eine Teileinheit der gesellschaftlichen Ordnung. Oder über Wilhelm Rieger. Für ihn war die Rentabilität vorrangige unternehmerische Aufgabe. Oder über Eugen Schmalenbach. Der ging von einer empirisch-realistischen Forschungsrichtung aus. Und über Fritz Schmidts Prinzip für die Substanzerhalt. Außerdem möchte ich selbstverständlich die Einflüsse von Erich Gutenberg, Konrad Milarowitsch, Edmund Hein, Erich Koesiol und so weiter noch näher darstellen. Jetzt habt ihr einen ungefähren Überblick bekommen, wie sich die am Anfang genannten Definitionen entwickelt haben. Soweit fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich bedanke mich für das Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund.